Hallo und herzlich willkommen zu einem Video aus dem Handelslexikon. Und zwar geht es in diesem Video um das Sortiment. Das Sortiment ist ein Begriff, den alle kennen, aber wenn man auf der Straße jemanden fragen würde, was ist das Sortiment, dann wird es mit der Erklärung schon schwierig. Es ist aber an sich nicht so schwierig, weil das Sortiment ist, simpel gesprochen, die Gesamtheit des Angebots. Das heißt, ob ich in einem kleinen Laden 30 Bücher verkaufe oder ob ich in einem Kaufhaus Millionen Artikel habe oder im Onlineshop sogar Millionen verkaufen möchte aus den verschiedensten Branchen, spielt keine Rolle. Alles das, was ich zum Verkauf anbiete, ist Teil des Sortiments. Das bedeutet auch, das Sortiment definiert, was ich anbieten möchte. Wenn wir uns das jetzt an Beispielen anschauen, der Lebensmittelhandel bietet natürlich die Lebensmittel an. Das heißt, wenn ich in den Supermarkt reingehe, dann werde ich dort wohl kaum Bücher finden, aber die Milch und das Brot werde ich sehr wohl vorfinden. Und deswegen gehe ich auch dorthin einkaufen. Wenn ich in einen Buchhandel gehe, dann erwarte ich dort Bücher und Magazine. Andere Beispiele wären der Sportartikelhandel. Das kann ein Fachmarkt sein oder ein Fachgeschäft, wo ich mir einen Ergometer kaufen kann oder neue Laufschuhe oder Laufbekleidung, was auch immer. Ein anderes Beispiel ist der Möbelmarkt, wo ich mir ein neues Bett anschaffen kann. Aber damit es nicht ganz so einfach ist, gibt es Unterarten des Sortiments. Man kann das Sortiment in zweierlei Weise untergliedern, und zwar auf der einen Seite durch Warengruppen und Warenarten, das werden wir uns in einem eigenen Video anschauen, und durch zusätzliche Definitionen. Man könnte es als Unterarten des Sortiments bezeichnen. Und eine dieser Unterarten ist das Kernsortiment. Das Kernsortiment ist in Wirklichkeit das typische Angebot für eine Branche. Was heißt das? Zum Beispiel beim Supermarkt ist Milch und Brot typisch. Jede andere Form von Lebensmittel ebenso. Das heißt, ich weiß, wenn ich in den Supermarkt hineingehe, was ich dort einkaufen kann. Beim Sporthandel sind es die Laufschuhe oder sind es Sportgeräte oder Sportbekleidung. Beim Möbelhandel sind es die verschiedensten Möbel. Das heißt, das Kernsortiment ist eigentlich der zentrale Arbeitsbereich im Handel. Wenn ich einen Computerhandel aufmache, dann werde ich keine Äpfel verkaufen. Zusätzlich zum Kernsortiment gibt es noch weitere Bereiche. Und dazu gehört das Spezialsortiment, das in gewisser Weise ähnlich ist wie das Kernsortiment. Und zwar das Spezialsortiment umfasst die Angebote, die im Handel nur mit einem Thema zusammenhängen. Ein Beispiel ist wieder der Sporthandel. Der Sporthandel ist insofern ein sehr günstiges Beispiel, weil es gibt nur ein Thema, nämlich Sport. Aber beim Sport können es Millionen Produkte sein. Es gibt Sportartikelgeschäfte, die nur ein bestimmtes Thema haben, wie zum Beispiel für das Laufen oder für den Wintersport. Es gibt dann die großen Fachgeschäfte und Fachmärkte, die sehr viele Sportarten abdecken. Und es gibt alleine bei der Sportbekleidung sehr, sehr viele Artikel und es gibt viele Geräte, von der kleinen Hantel bis zum Laufband oder was auch immer. Tennisschläger könnte uns einfallen, die Golfausrüstung und vieles mehr. Das heißt, ich habe zwar nur ein Thema, deshalb Spezialsortiment, aber ich habe trotzdem je nach Ausrichtung ein sehr großes Angebot. In dem Fall überschneidet sich natürlich Spezialsortiment mit Kernsortiment, weil das Verkaufen der Sportartikel natürlich mein zentrales Aufgabengebiet ist. Was gibt es noch? Es gibt das Vollsortiment. Ein Vollsortiment ist dann gegeben, wenn ich nicht nur Bücher, Lebensmittel oder Sportartikel verkaufe, sondern verschiedene Warengruppen.
Das müssen jetzt nicht alle Warengruppen sein, aber es müssen zumindest 2 oder 3 verschiedene sein. Das klassische Beispiel ist ein großes Kaufhaus, das unterschiedlichste Produkte anbieten kann, zum Beispiel mit Kleidung, Lebensmittel, Bücher und Freizeitartikel. Und diese großen Angebote dienen dazu, verschiedenste Leute anzusprechen. Das heißt, ich möchte nicht nur die haben, die gerne lesen oder jene, die gerade schnell ein paar Lebensmittel brauchen, sondern ich möchte mehrere verschiedene Gruppen erreichen, um meinen Umsatz zu steigern. Und dabei muss ich aber auch berücksichtigen, ob das Kaufhaus gut funktioniert und ob ich einen entsprechenden Kundenstock aufbauen kann, weil ich natürlich an viel mehr Dinge denken muss, als wenn ich ein Thema habe. Das hat auch mit der Konkurrenzsituation zu tun und wir wissen, dass die großen Kaufhäuser auch durch die Online-Vermarktung einige Schwierigkeiten bekommen haben. Dann gibt es das Randsortiment. Das ist eine Ergänzung des Angebots. Wenn wir wieder einen Supermarkt nehmen, der natürlich Brot, Butter, Obst, Gemüse anbietet, dann kann es auch sein, dass der zum Beispiel ein Angebot hat mit Pfannen oder die Spülmittel. Die haben jetzt mit dem Lebensmittel nichts zu tun, aber wenn ich Lebensmittel einkaufe und ich kann eine Pfanne auch kaufen, die es gerade im Angebot gibt, dann ist das praktisch, weil die brauche ich zum Kochen. Und das Geschirr muss irgendwann abgewaschen werden, also ist es recht praktisch, wenn ich an gleicher Stelle das Spülmittel auch bekomme. Nur diese beiden Beispiele braucht man nicht, um als Lebensmittelhändler aktiv zu sein. Daher ist das jetzt nicht das Kernsortiment, der zentrale Arbeitsauftrag quasi, sondern das Randsortiment eine Ergänzung. Für die Kundinnen und Kunden sehr praktisch, weil ich unter dem gleichen Dach mehr einkaufen kann. Und dann haben wir hier das Zusatzsortiment. Das Zusatzsortiment, das sind Angebote, die ich den Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen möchte, die aber mit meiner Branche nichts zu tun haben. Und das erlebt man immer wieder, zum Beispiel, dass im Supermarkt eine Aktion gibt, wo man günstig Laufbekleidung erwerben kann. Oder man kennt auch, wenn das Frühjahr anbricht, dass auf einmal ein Griller verkauft wird oder dass die Holzkohle verkauft wird. Was an sich mit den Lebensmitteln gar nichts zu tun hat, aber trotzdem eingesetzt wird, weil man damit erhofft, dass man zusätzliche Kundinnen und Kunden anlocken kann. Und gerade wenn Frühjahr ist und Leute im Garten einen Griller haben oder haben wollen, einen neuen brauchen, dann ist das natürlich eine interessante Geschichte. Und das gibt es in den verschiedensten Varianten. Auch das Möbelhaus hat zum Beispiel Blumen. Und die haben eigentlich mit Möbeln nichts zu tun, ist aber ein zusätzliches Angebot und teilweise ist es im Möbelhandel sogar so geworden, dass mit dem Randsortiment, zum Beispiel Dekorationsmaterial, was auch keine Möbel sind, und mit dem Zusatzsortiment wie Pflanzen und ähnliche Angebote oft mehr Leute erreicht werden als mit dem Möbel selbst. Was irgendwo auch klar ist, weil Möbel kauft man sich nicht regelmäßig, Pflanzen oder eine schöne Vase sehr wohl. Und damit haben wir die verschiedenen Arten des Sortiments kennengelernt und eine Gliederung ist damit leichter möglich, weil das Sortiment kann sehr, sehr viele Artikel beinhalten. Und damit vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.